Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Let's continue with this beautiful chapter of John 13. Lasst uns mit diesem schönen Kapitel 13 von Johannes weitermachen. Look what Peter said. Schau, was Petrus sagte. He said, "You are my Lord." Er sagte, du bist mein Herr. Now, immediately Jesus replied to that. Jesus erwiderte sofort darauf. He said, "You don't understand yet the meaning of what I'm doing, but soon it will be clear to you." Er sagte, du verstehst jetzt noch nicht die Bedeutung von dem, was ich tue, aber bald wird es dir klar werden. You see, Peter had a very earthly vision. Petrus hatte eine sehr irdische Sichtweise, Because in Peter's mind, Jesus was the rabbi. denn für ihn war Jesus der Rabbi. Jesus was not the savior. Jesus war nicht der Retter, Not in the eyes of Peter. nicht in den Augen von Petrus. Because otherwise Peter would have never said to Jesus, Denn sonst hätte Petrus niemals zu Jesus gesagt, "You cannot go to the cross. This must not happen to you." du kannst nicht ans Kreuz gehen, das darf dir nicht widerfahren. Otherwise Peter would have not taken the sword and fought. Petrus hätte sonst nie das Schwert ergriffen und gekämpft. You see, Peter tried to stop Jesus from going to the cross. Petrus versuchte, Jesus davon abzuhalten, ans Kreuz zu gehen. That's when Jesus said, "Go behind me, devil." Deshalb sagte Jesus, geh hinter mich, Satan. In James, the letter of James tells us something very interesting. Der Jakobusbrief sagt etwas sehr Interessantes. It calls earthly wisdom demonic wisdom. Er bezeichnet irdische Weisheit als dämonische Weisheit. So the wisdom that this world lives by is actually demonic wisdom. Die Weisheit, nach der die Welt lebt, ist also im Grunde dämonische Weisheit. And Peter had an earthly vision of Jesus. Und Petrus hatte eine irdische Vorstellung von Jesus. Jesus was his rabbi. Er war sein Rabbi. He was just his master who was high above him. Er war sein Meister, der hoch über ihm stand. That's why he could not allow him to wash his feet. Deshalb konnte er ihm nicht erlauben, seine Füße zu waschen. And that's why Jesus said, "You don't understand yet what I'm doing. Und deshalb sagte Jesus, du verstehst noch nicht, was ich tue, But soon it will be clear to you." aber bald wird es dir klar werden. So here's my question. Meine Frage ist also, Do you have an earthly vision of Jesus? hast du eine irdische Vorstellung von Jesus? Do you see Jesus just as a nice rabbi that teaches you many wonderful things? Siehst du Jesus nur als einen netten Rabbi, der dich viele wundervolle Dinge lehrt? Or do you actually see him as everything, Oder siehst du ihn tatsächlich als ein und alles, including the servant that needs to wash you? auch als Diener, der dich waschen muss? Remember, if you have an earthly vision of Jesus, Denk daran, wenn du eine irdische Sicht auf Jesus hast, your experience of Jesus will always be limited. wird deine Erfahrung mit Jesus immer limitiert sein. And you will not be able to understand many things that Jesus will do. Und du wirst nicht in der Lage sein, vieles von dem zu verstehen, was Jesus tun wird. Just like he had to say to Peter, "You don't understand yet," Genauso wie er zu Petrus, das verstehst du noch nicht, sagen musste, he has to say this to many of his children today. muss er das heutzutage zu vielen seiner Kinder sagen. So look, Peter does not accept that. Doch schau, Petrus akzeptiert das nicht. Peter said to Jesus in verse 8, Er sagte zu Jesus in Vers 8, "You will never wash my dirty feet, never." niemals wirst du mir meine schmutzigen Füße waschen, niemals. Peter was an interesting character. Petrus war eine interessante Persönlichkeit. But remember, there's little Peter in all of us. Aber denk daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Petrus. So Peter first says, "Jesus, you're not washing my feet." Also zuerst sagt Petrus, du wäschst mir nicht die Füße. But Jesus tells him that he needs to do that Jesus antwortete ihm aber, dass er das tun muss, and that he doesn't yet understand it. auch wenn er es jetzt noch nicht versteht. And Peter does not surrender at this time. He fights back again. Doch Petrus gibt nicht nach, sondern wehrt sich erneut dagegen. You would think that at least by now he would say, "Oh, I'm sorry, Jesus." Man würde denken, dass er nun sagt, oh, das tut mir leid, Jesus. But he did not. Aber das tat er nicht. He still confirmed his previous statements, "You will not wash my feet." Er bekräftigt seine vorhergehende Aussage erneut. Du wirst meine Füße nicht waschen. So look what happened next. Schau, was weiter passiert. Peter, Jesus said, "If you don't allow me to wash your feet, then you will not be able to share life with me." Aber Petrus, wenn du mir nicht erlaubst, dir die Füße zu waschen, antwortete Jesus, dann wirst du keinen Anteil an meinem Leben haben können. Finally, Peter understood. Endlich verstand Petrus.
Because he said, Lord, in this case, don't just wash my feet, but wash my hands and my head too. Denn er sagte darauf, Herr, wenn das so ist, dann wasche nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und meinen Kopf. So look at this story and look at the statement of Jesus. Schau dir die Geschichte und die Aussage von Jesus an. Jesus is saying, in other words, Jesus sagt mit anderen Worten, if you do not allow me to serve you, wenn du mir nicht erlaubst, dir zu dienen, even in a way that you think is humiliating, sogar in einer Art und Weise, die du als demütigend empfindest, you will not be able to share my life. dann wirst du nicht an meinem Leben teilhaben können. Many Christians never really share the life of Jesus. Viele Christen haben nie wirklich Anteil am Leben Jesu. They live by their own life, they live by their own strength, Sie leben ihr eigenes Leben und aus ihrer eigenen Kraft. they live by their own wisdom, Sie leben nach ihrer eigenen Weisheit. and they never share the life of Jesus Und sie haben nie Anteil am Leben Jesu, because they have the same attitude of Peter. weil sie die gleiche Einstellung haben wie Petrus. My feet are too dirty and you are too wonderful. Meine Füße sind zu schmutzig und du bist einfach zu wundervoll. I've messed up too much and you are too great. Ich habe zu viel vermasselt, während du so großartig bist. I've done so many things wrong and you're just too good. Ich habe so viel falsch gemacht und du bist einfach zu gut. Like this, you will never share the life of Jesus. So wirst du niemals Anteil am Leben Jesu haben. So Jesus is saying to you today, Jesus sagt dir also heute, do you want to live by your life or do you want to share my life? möchtest du aus dir heraus leben oder möchtest du Anteil an meinem Leben haben? You want to live by your wisdom or do you want to have mine? Möchtest du nach deiner Weisheit leben oder möchtest du meine? Do you want to live in your strength or do you want to have mine? Möchtest du aus eigener Kraft leben oder möchtest du meine? You have to choose. Du musst dich entscheiden. And if you're tired of living by your own strength, Wenn du es satt hast, aus einer Kraft heraus zu leben, by your own wisdom, nach deiner Weisheit, you have to come to Jesus and say, Jesus, I need you to serve me so I can share your life. dann musst du zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe es nötig, dass du mir dienst, damit ich Anteil an deinem Leben haben kann. This is a very, very strong statement. Das ist eine sehr, sehr starke Aussage. Unless you let Jesus serve you, you will not share his life. Solange du Jesus nicht erlaubst, dir zu dienen, kannst du keinen Anteil an seinem Leben haben. Now Peter finally got it. Jetzt hat Petrus es endlich verstanden And he wants a whole shower. und will gleich eine ganze Dusche. In that case, just wash me completely. Wenn es so ist, dann wasch mich ganz. Tomorrow we're going to talk about how Jesus responded to that. Morgen reden wir darüber, wie Jesus darauf reagierte. See you tomorrow. Bis morgen!